Hallo liebe Freunde in Deutschland, ganz herzliche Grüße hier aus Lima. Wir sind wirklich in Quarantäne. Ich zeige euch mal die Straßen hier. Da ist also nichts los, das ist eine Hauptverkehrsstraße hier. Wir dürfen wirklich nur noch raus, um einkaufen zu gehen, nur noch raus, um zum Arzt zu gehen. Deswegen bin ich auch jetzt nicht wegen Arzt, sondern wegen Einkaufen. Bin ich jetzt auch hier unterwegs, das ist meine Tasche. Einfach mal die Grundnahrungsmittel wieder zu besorgen, nachdem jetzt die Quarantäne nochmal 12 Tage, 13 Tage verlängert wurde bis zum 12. April. Uns geht es sehr gut, auch als Familie geht es uns echt gut. Wir haben eine gute Zeit zusammen. Katja macht Unterricht per Internet und ich bin kräftig dabei, unsere Leute hier zu betreuen und einfach am Puls zu sein auf das, was wir brauchen, was sie brauchen, wo wir ihnen helfen können. Und von daher geht es uns also wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Im Trafohaus sind die Kids glücklich. Unsere 14 Kinder sind eigentlich alle soweit wohlauf. Wir haben alle ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen, aber kein Corona natürlich. Denen geht es eigentlich auch super gut. Die werden super betreut. Die Marie ist damit eingezogen, eine meiner Mitarbeiterinnen hier, eine der Leiterinnen hier aus dem Werk. Die ist mit eingezogen im Trafohaus, um dort zu helfen. Das ist ein Unterricht morgens von 8 bis 12. Und dann geht es darum, die Kinder zu beschäftigen, weil 14 Kinder zu Hause im Haus zu haben, ist wirklich nicht ohne. Aber wir haben die ersten 2 Wochen glücklich und wohl hinter uns gebracht, viel Spaß zusammen gehabt, aber gleichzeitig auch sehr, sehr stark Gott erlebt. In den gemeinsamen Gebetszeiten, immer mittags um 12 gibt es eine besondere Message und auch nachmittags um 3 nochmal zur 9. Stunde, um gemeinsam zu beten und gemeinsam Gott zu suchen. Wir merken einfach, es ist richtig cool. Es geht uns gut und wir sind total geschützt und sehen einfach, wie Gott zu uns steht. Natürlich gibt es gewisse Herausforderungen, zum Beispiel auch beim Einkaufen, weil jetzt steht dann wieder der Großeinkauf an. Das werden wir nicht machen können dieses Mal, weil wir nicht so viele Nahrungsmittel auf einmal einkaufen können. Neulich haben wir noch nicht mal alles Brot gekriegt, was wir brauchen. Da mussten wir 3 Stunden warten, bis alle bedient wurden. Und was dann noch übrig war, haben wir dann noch gekriegt, weil der Bäcker dachte, wir würden einen Hamsterkauf machen und solche Sachen. Aber es geht uns gut. Wir brauchen dein Gebet, wir brauchen deine Unterstützung. Da, wo du kannst, bitte bete für uns, dass wir die nächsten 14 Tage mit den Kids, dass es genauso super cool wird, genauso wie man hier sagt, wird. Und wir wirklich Spaß zusammen haben, dass keiner krank wird. Gleichzeitig auch der Aaron, ein anderer Leiter hier, der ist ins Gemeindegebäude, in den Gemeindesaal eingezogen. Dort wohnt er jetzt und betreut von dort aus, so gut es geht, unsere Gemeindeglieder in La Victoria. Also ihr seht, wir sind kräftig am Puls, kräftig am Drücker und wir sind total glücklich, dass wir euch haben, dass wir mit euch kommunizieren können, dass wir sprechen können. Hier geht es durch Grünzeug durch. Aber wir sind total happy, dass ihr für uns betet, dass ihr zu uns steht. Ganz, ganz liebe Grüße. Und da, wo du kannst, leg doch einfach noch mal einen drauf. Im Gebet für uns, in der Unterstützung hier. Wir können es gerade sehr, sehr gut brauchen. Aber wie gesagt, es geht uns gut und wir spüren, dass Gott wirklich da ist und uns unterstützt, uns hilft, uns schützt. Und wir sind gerade dabei anzufangen, auch bei einigen von unseren Gemeindeleuten zu sehen, wie wir ihnen noch weitergehend helfen können. Denn inzwischen sind ihre Ersparnisse einfach aufgebraucht. Die meisten leben einfach doch von der Hand in den Mund. Das heißt, jeder Tag, den sie nichts verdienen, weil sie nicht auf der Straße irgendwas verkaufen können, fehlen natürlich einfach auch die Finanzen. Wir sind dabei zu sehen, wie wir sie unterstützen können, weil der Einzige, der aus dem Haus darf, der auch länger aus dem Haus darf, auch weiter weg darf, bin ich. Ich habe mir noch kurz bevor das geschlossen wurde, noch eine Sondergenehmigung besorgt, so dass ich montags, mittwochs, samstags und sonntags mich hier bewegen darf. Nicht im eigenen Auto, das geht nicht mehr, aber zumindest im Taxi, um eventuell auch nochmal Leute besuchen zu können oder auch Sachen zu ihnen schaffen zu können. Sonst haben wir auch schon Überweisungen gemacht auf ihre Konten und sie haben dann selber das Geld abgehoben, weil zu den Banken gehen darf man noch. Also von daher, ich stecke mal noch ein paar Bilder mit dazu als nächstes, damit ihr ein bisschen eine Ahnung habt, was bei uns gerade so abgeht. Ganz, ganz liebe Grüße. Wir beten genauso auch für euch, denn wir wissen, bei euch ist auch nicht easy in Deutschland. Und ich habe jetzt heute gehört, dass eure Maßnahmen sogar vielleicht bis zum 20. angehalten werden sollen oder aufrechterhalten werden sollen. Von daher, wir beten genauso auch für euch in Deutschland, für alle, die ihr zu uns steht, die wir kennen. Einen dicken Schmatz hier aus Lima, aus einem noch sonnigen Lima. Ganz, ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.
Quédate en tu casa. Aquí. 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 Quédate en tu casa. Aquí, 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 aquí. Aquí nos vamos a quedar.